Redewendungen A1 Nummer 51 bis 100. So, Alex, heute machen wir weiter. Die zweite Hälfte. Wieder 50 Stück. Bereit für den Rest? Auf jeden Fall. Nach den ersten 50 fühle ich mich schon viel sicherer. Gerade bei Begrüßungen und Höflichkeitsformen. Aber jetzt kommen sicher wieder neue Sachen. Ja, heute wird es vielfältiger. Von Unsicherheit ausdrücken über Glückwünsche bis hin zu Weg- und Ortsangaben. Fangen wir an. Sehr gut, ich bin gespannt. Also, stell dir vor, jemand fragt dich, kommt er morgen, und du bist dir ziemlich sicher. Was sagst du? Vielleicht ich glaube ja? Na dran. Es heißt, ich glaube schon, das ist die typische Antwort, wenn du nicht 100% sicher bist, aber eher positiv denkst. Ist das der richtige Weg? Ich glaube schon. Und wenn ich eher denke, nein? Dann, ich glaube nicht, ist das teuer? Ich glaube nicht, oder, ich glaube nicht, dass das wahr ist, sehr nützlich im Alltag. Und wo ist der Unterschied zu ich denke ja? Gute Frage. Ich denke ja, ist etwas überlegter, fast schon eine Entscheidung. Sollen wir ihm helfen? Ich denke ja, oder, ich denke ja, das ist eine gute Idee, es ist bewusster als Glauben. Und ich denke nein, entsprechend? Genau. Hast du meinen Stift gesehen? Ich denke nein, oder, ich denke nein, das wird nicht funktionieren. Beides ist sehr höflich und nicht zu direkt. Und dann gibt's ja auch so harte Ansagen, oder? Wie vergiss es? Ah ja, das ist deutlich. Kann ich dir Geld leihen? Vergiss es, das bedeutet, auf keinen Fall. Oder, wenn du etwas nicht weiter erklären willst, ach, vergiss es, ist nicht wichtig, aber Vorsicht, im falschen Ton kann das sehr unfreundlich wirken. Also lieber mit Vorsicht genießen. Und jetzt kommen ja die ganzen Wünsche und Floskeln. Guten Appetit, zum Beispiel. Absolut wichtig. Vor dem Essen sagt man, guten Appetit. Lass es dir schmecken, und die Antwort ist meist ein kurzes Danke oder gleichfalls. Und bei Getränken? Dann, Prost, Prost auf unsere Freundschaft, oder wenn es edler sein soll, zum Wohl, besonders bei Wein. Ein Glas Wein? Zum Wohl. Und bei Niesen? Gesundheit. Genau. Wenn jemand niest, Atschu. Gesundheit, das ist in Deutschland absolut üblich. Fehlt nur selten. Und dann die Feiertage frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten, und an Silvester dann, frohes neues Jahr. Alles Gute für 2024, das sagt man sich um Mitternacht. Und für Geburtstage? Alles Gute zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag, liebe Maria, oder am Telefon, ich rufe an, um dir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, und wenn jemand was Besonderes erreicht hat, Prüfung, Hochzeit, neuer Job, dann herzlichen Glückwunsch. Also herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung oder herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Perfekt. Und wenn jemand krank ist? Gute Besserung, gute Besserung. Ich hoffe, du bist bald wieder gesund, das schreibt man auch auf Karten. Und vor Reisen? Gute Reise. Ja, gute Reise und komm sicher an, oder man winkt am Bahnhof und ruft es hinterher. Und für berufliche Sachen viel Erfolg. Genau. Viel Erfolg bei deinem neuen Job oder ich wünsche dir viel Erfolg für das Vorstellungsgespräch. Jetzt kommen bestimmt auch die Aufforderungen, oder? Wie, los geht's? Ja. So, jetzt geht's los, oder alle fertig. Dann los geht's, sehr ähnlich, auf geht's zum Fußballspiel, oder wir haben keine Zeit zu verlieren, auf geht's. Und wenn man jemanden antreiben will? Mach schnell. Ja, mach schnell, wir sind spät dran, oder einfach, beeil dich, mach schnell. Aber manchmal muss man auch jemanden bremsen, warte mal. Richtig. Warte mal, ich muss noch meine Schuhe anziehen, oder halt, warte mal auf mich.
Und wenn man jemanden motiviert? Komm schon. Ja, komm schon, du schaffst das, oder wenn jemand zu streng ist, ach komm schon, sei nicht so. Und Warnungen? Pass auf. Wichtig. Pass auf. Da kommt ein Auto, oder pass auf deine Finger auf, ähnlich, sei vorsichtig, der Weg ist rutschig, sei vorsichtig, oder sei vorsichtig beim Überqueren der Straße. Und um jemanden zu beruhigen? Keine Sorge. Ja, keine Sorge, alles wird gut, oder, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, und auch, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir, oder, das kriege ich hin, mach dir keine Sorgen. Und wenn's mal zu laut ist? Ruhe bitte. Ja, aber das ist schon streng. Ruhe bitte, die Vorstellung beginnt, oder höflicher, könnten Sie bitte etwas leiser sein? Ruhe bitte, und wenn jemand nervt, höher auf damit. Das ist gefährlich, oder, bitte höher auf zu schreien. Und wenn man wirklich seine Ruhe will? Lass mich in Ruhe. Das ist sehr direkt. Lass mich in Ruhe. Ich will allein sein, oder, geh weg und lass mich in Ruhe, aber Vorsicht, das kann sehr verletzend sein. Okay, also mit Bedacht einsetzen. Jetzt kommen ja noch Befindlichkeiten. Ja, ich bin müde und gehe früh ins Bett, oder, nach der Arbeit bin ich immer sehr müde. Ich habe Hunger und ich habe Durst sind ja klar. Genau. Ich habe großen Hunger. Was gibt es zu essen, oder, wann essen wir? Ich habe Hunger, und bei Durst, bei der Hitze habe ich immer Durst, oder, ich habe Durst, kannst du mir etwas zu trinken geben? Und ich bin krank? Das sagt man ja auch oft. Ja, ich bin krank und bleibe heute zu Hause, oder, mir geht es nicht gut, ich bin krank. Und Temperatur? Mir ist kalt und mir ist warm? Ja, mir ist kalt, kannst du das Fenster schließen, oder, zieh dir eine Jacke an, dir ist sicher kalt, und warm, in diesem Raum ist mir sehr warm, oder, mir ist warm, ich brauche ein kaltes Getränk. Und der Klassiker, ich habe keine Zeit? Absolut alltäglich. Ich habe keine Zeit für ein langes Gespräch, oder, leider habe ich heute keine Zeit. Und jetzt, nach dem ganzen Reden, kommen wir zu Wegbeschreibungen. Das brauche ich echt oft. Dann fangen wir an. Wo ist, die Grundfrage. Wo ist die nächste Bushaltestelle, oder, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Und wenn ich wissen will, wie ich hinkomme? Dann, wie komme ich zum Hauptplatz, oder, können Sie mir sagen, wie ich zum Museum komme? Und die Richtungen? Links, rechts, geradeaus? Ja, biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab, oder, die Tür ist auf der linken Seite, für rechts, nach der Brücke fahren Sie bitte rechts, oder, schau nach rechts, bevor du die Straße überquerst, und geradeaus, gehen Sie geradeaus bis zum Ende der Straße, oder, fahren Sie einfach immer geradeaus. Und diese kleinen Wörter hier, dort, überall, nirgendwo? Essenziel. Hier ist es sehr schön, oder, setz dich doch hier hin, für dort. Dort hinten steht mein Auto, oder, das Restaurant ist gleich dort drüben, überall, im Sommer sind Touristen überall, oder, ich habe überall nach meinem Schlüssel gesucht, und nirgendwo, ich finde meine Brille nirgendwo, oder, er ist nirgendwo zu sehen. Und dann Orte. Zu Hause, das ist klar. Ja, heute Abend bleibe ich zu Hause, oder, meine Katze wartet zu Hause auf mich in der Stadt, ich arbeite in der Stadt, oder, in der Stadt ist immer viel los, und das Gegenteil, auf dem Land, meine Großeltern leben auf dem Land, oder, auf dem Land ist die Luft frischer. Und was ist mit um die Ecke und in der Nähe? Ganz wichtig für den Alltag. Um die Ecke bedeutet sehr nah. Das Café ist gleich um die Ecke, oder, die Post ist nur um die Ecke, und in der Nähe ist etwas allgemeiner. Gibt es einen Supermarkt in der Nähe, oder, ich wohne in der Nähe des Parks? Und das Gegenteil? Weit weg? Genau. Der Flughafen ist leider weit weg, oder, meine Familie wohnt sehr weit weg. Puh, geschafft. Wieder 50 Stück. Ja, und jetzt hast du ein richtig rundes Bild.
von der Unsicherheit bis zur genauen Wegbeschreibung. Was nehme ich denn morgen direkt mit in den Alltag? Die Wünsche sind super einfach und kommen ständig vor. Guten Appetit, Gesundheit, gute Besserung, das sind kleine Gesten, die große Wirkung haben. Und bei Wegbeschreibungen? Ich bin oft unsicher, ob ich richtig frage. Dann merkt ihr einfach immer mit Entschuldigung anfangen, dann wo ist, oder wie komme ich zu, und freundlich Danke sagen. Das funktioniert immer. Und wenn ich was nicht verstehe? Einfach nachfragen. Können Sie das bitte wiederholen, oder langsamer bitte, das ist völlig okay. Danke, Moni. Wirklich. Die 2 Treffen haben mir unglaublich viel gebracht. Gern geschehen. Und jetzt, Feierabend. Prost! Prost. Auf weitere gute Gespräche. Ja, und auf dich. Bis bald? Bis bald, mach's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles klar und danke für alles.